Hallo, ich bin Inga und ich liebe die abstrakte Acrylmalerei. Am Anfang ist es ja gar nicht so einfach, auf einer weißen Leinwand starten zu wollen, und manchmal nehme ich mir dann einen dicken Graphitstift und male erstmal ein paar Linien auf die Leinwand, ohne großartig darüber nachzudenken. Das schafft auch einen gewissen Abstand zu den Dingen, die ich vorher gemacht habe, und dann kann ich mich erstmal aufs Malen einlassen und lockere auch gleichzeitig mein Handgelenk. Das, was so ein bisschen lustig klingt, hilft aber tatsächlich, sich auf die Leinwand einzulassen, in Gedanken schon einmal Farben auszuwählen, mit denen ich heute malen will. Und dann habe ich die erstmal auf die Leinwand geworfen und dann mit meinem Flachpinsel einfach verteilt und geguckt, was dabei so herauskommt. Ich habe tatsächlich den Vorgang dann noch einmal wiederholt, um den Hintergrund noch etwas satter und dunkler zu haben, denn die beiden Farben, mit denen ich gestartet bin, sind transluzente Farben. Nachdem mein letztes Video und das darin befindliche Bild etwas pastellig geendet sind, ich hatte einen Herbstnebel gemalt, wollte ich in jedem Fall wieder mit etwas kräftigeren Farben arbeiten, um auch dem Herbst, der jetzt im November ein bisschen trübe wird, zu zeigen, dass man trotzdem mit fröhlichen Farben arbeiten kann. Die erste Farbe in Reflexorange wollte ich unbedingt setzen, um eine helle und leuchtende Farbe auf das dunkle Violett-Gold zu bringen. Als ich überlegt habe, mit welchem Werkzeug ich heute arbeiten möchte, fiel mein Blick auf das kurze, aber breite Palettenmesser, und dann hatte ich auch schon eine Idee, was ich heute machen möchte. Mit meiner Glättkelle habe ich immer die Möglichkeit, breitere und größere Flächen zum Beispiel zu rakeln. Und mein Palettenmesser hatte ich so, glaube ich, noch nicht eingesetzt. Und es übte auf einmal einen unheimlichen Reiz aus, weil ich damit schmalere Flächen auf die Leinwand bringen kann. Mit der kleinen Fläche kam mir dann auch die Idee, in Streifen arbeiten zu wollen und zwischen den Streifen in jedem Fall auch die Farbe zu wechseln oder auch mal 2 Streifen in der gleichen Farbe zu haben. Das habe ich also in dem Augenblick ganz spontan entschieden. Ein großartiges Konzept in dem Sinne gab es jetzt nicht. Ich glaube, ich wollte größtenteils einen Kontrast setzen zu dem pastelligen Herbstnebelbild. Und ich fand es dann sehr spannend, dass ich Farben gewählt habe, die ich normalerweise so nicht kombiniere. Und ich wollte einfach mal herausfinden, was auf dem Bild passiert, wenn ich so verschiedene Schichten übereinander habe, schmale Felder, die übereinander gehen, Farben, die erst präsent sind und dann im Hintergrund liegen. Und ich war dann irgendwie in diesem ganzen Prozess eingetaucht und habe mich so leiten lassen von dem, was ich auf dem Bild gesehen habe. Alle verwendeten Farben gebe ich in der Videobeschreibung an. Ihr müsst da ein Menü aufklappen, da steht meistens mehr dran, und dann könnt ihr gucken, was ich verwendet habe. Es ist diesmal eine ganz große Liste der Farben, weil ich ganz einfach beherzt ins Regal gegriffen habe. Nach den etwas goldenen, lila und Blautönen fehlte mir noch Grün auf der Leinwand.
Und dann habe ich mir ein möglichst leuchtendes Grün ausgesucht, aber nicht das Reflexgrün. Mit der Zeit haben sich dann die einzelnen Streifen miteinander verwoben und überlagert. Und ich habe dann wieder etwas begonnen, mit Kontrasten zu spielen, ein paar dunklere Farben auf die Leinwand einzubauen, weil ich zunächst mit helleren Farben gearbeitet habe. Und so habe ich es dann auch gewagt, ein möglichst dunkles, permanent rot-violett neben das helle und leuchtende Grün zu setzen. Um die fröhliche Farbpalette möglichst komplett zu machen, habe ich dann noch zu einem Reflexgelb gegriffen und fand das wunderbar im Kontrast zu den dunklen Farben. Und ich fand es auch sehr schön, dass sich aufgrund der Nässe der Farben das Gelb auch mit anderen Farbschichten vermischt hat. Inzwischen habe ich eine richtige, lebendige Struktur auf der Leinwand geschaffen. Zum einen durch die vielen Durchblicke der einzelnen Streifen, durch die dunklen und hellen Farben. Ich habe Metallic-Farben auf meiner Leinwand. Ich habe transluzente Farben und natürlich auch deckende Farben. Und all das zusammen ergibt nach und nach ein sehr fröhliches, freundliches und optimistisches Bild, auch wenn dann nochmal eine dunkle Farbe zum Einsatz gekommen ist. Den dunklen Blauton fand ich so schön, dass ich ihn nicht nur zweimal, sondern tatsächlich dreimal als dunklen Kontrast auf die Leinwand gebracht habe. Ich gebe zu, bei diesem Bild habe ich mich wirklich farbentechnisch einmal ausgetobt und ich hatte überlegt, das Bild zu beenden oder doch noch eine Farbspur aufzutragen, und dann fiel mein Blick auf eine Perlfarbe, die ich noch gar nicht auf diesem Bild verwendet habe, und das ist dann tatsächlich die vorletzte Farbe gewesen. Die letzte Farbe, die Reflexfarbe in Rosé, trage ich tatsächlich waagerecht auf meine Leinwand auf. Und nachdem ich mir das Bild dann längere Zeit angeguckt habe, fand ich, dass es fertig ist, keine weitere Farbschicht benötigt, zwar sehr farbenfroh und intensiv daherkommend, aber auch richtig schön geworden ist. Die einzelnen Farbstreifen können wir jetzt einmal noch im nassen Zustand des Bildes betrachten. Es sind diesmal sehr viele Inseln entstanden, es sind verschiedene Durchblicke entstanden und ich finde, dass das Bild eine richtig schöne Fröhlichkeit ausstrahlt. Die getrocknete Version eines Bildes bei Acrylfarben ist immer dunkler als das noch nasse Bild. Nun habe ich aber auch sehr viele helle Farben dazwischen und auch Metallic-Farbtöne, sodass da immer wieder leuchtende und glänzende Stellen auf diesem Bild sind.
Dann zeige ich euch gerne, wie das Bild bei mir an der Wand hängt. Und zwar habe ich mich dafür entschieden, die Reflex roséfarbigen Streifen waagerecht zu hängen. Ich finde, dass das Bild aufgrund seiner Vielfarbigkeit sehr abwechslungsreich ist, aber es hat auch eine gewisse Ausgewogenheit zwischen dunklen und hellen Farbtönen, zwischen etwas stumpferen und den Metallic-Farbtönen, sodass es trotzdem fröhlich aussieht, aber unaufdringlich dabei ist. Ich danke dir herzlich fürs Zusehen, ich danke dir auch fürs Zuhören. Ich freue mich, wenn du meinen Kanal abonnierst und mir für dieses Video ein Like gibst. Und dann wünsche ich dir noch einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal.